So ihr Lieben, jetzt geht es schon weiter mit dem nächsten Video. Ich habe euch ja angekündigt, dass der Output jetzt wieder bei mir sehr hoch sein wird, oder beziehungsweise so hoch wie es nur geht, wie es die Zeit zulässt. Heute habe ich schon wieder ein anderes Thema auf dem Tisch, oder besser gesagt auf dem Hocker, wie ihr sehen könnt. Ich habe von der Firma Soul Socks Socken geschickt bekommen. Und diese Socken sind keine normalen Socken, sondern Socken, die an bestimmte Sneaker angelehnt sind. Und die haben mich vor ein paar Wochen auf Instagram angeschrieben und haben gefragt, ob ich Bock drauf habe, diese Socken zu tragen und ob ich die Schuhe dazu habe. Und ich habe natürlich gesagt, klar, cool, geile Idee, solche Brands mit einer Idee dahinter support ich gerne. Ich weiß jetzt nicht, ob das was ganz Neues ist, ob es schon mal andere Anbieter gab, die diese Sneaker-Themed Socken gemacht haben. Ich finde es auf jeden Fall cool, weil die eine gute Auswahl haben. Ich verlinke euch die Seite auch nochmal in meiner Bio dann. Könnt ihr euch dann nochmal in Ruhe anschauen. Ich habe jetzt 4 Paar Socken bekommen. Nummer 1 vom Air Force Volt habe ich hier. Seht ihr hier? Dann habe ich die Wave Runner Socken bekommen für den Tom Sachs und für den Waterspoon. Genau, das sind diese 4 Paar Socken, die ich habe, und glücklicherweise habe ich auch diese 4 Paar Schuhe zu Hause. Dementsprechend kann ich euch jetzt gleich mal den Fit der jeweiligen Socken mit den passenden Schuhen dazu zeigen, in Slow-Mo, mit coolen nahen Aufnahmen, und dann könnt ihr euch mal ein Bild darüber machen, wie das Ganze angezogen aussieht, weil rein so vom Draufgucken her ist es bei der einen oder anderen Socke vielleicht gar nicht so einfach zu verstehen, dass sie jetzt wirklich auch gut zu dem Schuh passen kann. Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal aus. Ich ziehe mich kurz um und dann schauen wir uns das am Fuß an. So, wir haben jetzt hier die 4 Paar Socken, die ich angesprochen habe. Volt, Air Force, Tom Sachs, Easy Wave Runner und Sean Wotherspoon 97.1. Jetzt muss ich mich entscheiden, also sehen alle 4 schon mal sehr gut aus. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, jetzt so zusammengepackt in der Verpackung, noch teilweise nicht so richtig vorstellbar, wie sie dann am Fuß wirklich gut zu den Schuhen passen, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ich habe jetzt hier Größe 41 bis 46. Hinten steht auch nochmal eine kurze Info drauf zu der Brand, wo man sie findet im Internet auch, soulsocks.com, aber wie gesagt, verlinke ich euch nochmal in der Bio. Aus was die hergestellt sind, wie man die waschen kann, dies, das, Ananas. Es gibt ja immer noch Leute da draußen, die vielleicht nicht wissen, wie man Socken am besten wäscht, immer 40 Grad. Genau, und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich überlege mir jetzt, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Sean Wotherspoon Sock an, mit den Socken. Die ziehe ich jetzt gleich mal an, zu dem Sean Wotherspoon, den ich hier habe. Und dann schauen wir uns mal an, wie es im Fuß aussieht. So, wie schon erwähnt, haben wir jetzt hier die Sean Wotherspoon Socks. Die mache ich jetzt mal auf hier. Ich bin nämlich der absolute Profi im Socken öffnen. Ich kriege es irgendwie immer hin, dass die Dinger danach Fäden ziehen. Ich habe jetzt auch keine Schere da, aber was soll's. Hier ist es relativ einfach. Genau. So, hier unten hängen die noch zusammen. So, mal kurz die Bippos hier rausholen. So muss es auch manchmal gehen. Gut, dann haben wir hier die Socken. Farblich sehr gut, schematisch zu dem Schuh. Das ist der Schuh. Ich habe das Gefühl, dass das Gelb hier noch ein bisschen intensiver ist als auf dem Schuh, aber es kann auch sein, dass es nur täuscht. Deswegen ziehe ich das Ding jetzt einfach mal an und gucke, wie es am Fuß aussieht. Habe natürlich mich auch kurz mal umgezogen für den Fall, dass ihr euch wundert, dass ich jetzt eine andere Hose anhabe. Ich mag die Hose einfach sehr. Die habe ich mir mal irgendwann bei Urban Outfitters geschossen für 50 €, und die ist halt perfekt, um Sneaker gerade in Bezug auf Socken zu highlighten. Habt ihr ja vielleicht vor kurzem auch schon gesehen bei meinem Post mit meinen eigenen Free Willy Socks, blende ich hier gleich nochmal ein. Genau, die ziehen wir jetzt einfach mal an und schauen, wie das dann rüberkommt am Fuß. Wirken auf jeden Fall qualitativ sehr gut. Haben auch, wie gesagt, die Farben sind sehr schön, mag ich sehr. Passen auch sehr gut, fühlen sich jetzt nicht kratzig an oder so, sind qualitativ scheinbar auch wirklich nicht schlecht gemacht. Genau. So. Dann haben wir das jetzt schon mal erledigt hier. Die Details am Fußballen und an den Zehen sind jetzt erstmal nicht so wichtig, weil man die dann am Schuh nicht sieht. Und jetzt kommt der spannende Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das seht hier, ich habe mir diese Patches, habe ich auch mal, muss noch nachgucken, wie das heißt, aber ich habe mir meine eigenen Patches gemacht. Hier steht drauf Willys. Wave. Finde ich ganz witzig, fand ich lustig, passt perfekt rein. Egal, darum geht es jetzt nicht. Und ab in den Schuh. So. Jetzt sitzen wir hier drin, genau. Und da haben wir das schon hier.
Und jetzt, wo ich es anhabe, feiere ich es eigentlich noch viel mehr, weil es wirklich ein Match wie aus dem Himmel ist. Wahnsinnig cool. Sieht sehr gut aus. Wir gucken uns das jetzt nochmal in der Detailaufnahme an, aber auf dem ersten Eindruck bin ich auf jeden Fall super happy. Auch wenn hier die Ferse so ein bisschen rausguckt, aber das liegt vielleicht auch an den missratenen Füßen. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall macht es optisch von der Seite einen sehr, sehr guten Eindruck. Schaut euch einfach die Details jetzt mal an. So Freunde, jetzt habt ihr den Wotherspoon gesehen in Action, finde ich schon mal sehr geil. Ist bisher mein Favorit, auch wenn es erst die erste Socke war, die ich angezogen habe, aber passt perfekt zum Schuh. Nicht zu überladen, trotzdem cool und die Ausgleichung der Wellen und wie das alles stromlinienförmig übereinander geht, richtig nice, finde ich sehr gut. Nächsten Socken, Tom Sachs Marciard 2.0 habe ich glücklicherweise auch, den konnte ich letztes Jahr schon mal schießen oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht genau. Für einen verhältnismäßig günstigen Kurs, ich muss jetzt nicht sagen, wie viel es war trotzdem genug, aber auf jeden Fall nicht so viel, wie er jetzt so geht. Wunderbarer Schuh, gibt viele Leute so love it or hate it halt, ne? Viele Leute lieben diesen Schuh, es gibt aber auch genug Leute, die den Schuh verachten und hassen, weil sie gar nicht verstehen können, warum es so einen Hype um den gibt. Ich mag den sehr, gerade im Sommer ein super schöner Schuh. Und die passenden Socken dazu habe ich jetzt auch und die ziehe ich jetzt einfach mal an und ihr guckt euch das einfach im Detail an. So meine lieben Freunde, jetzt hatten wir den Wotherspoon und den Sachs. Ihr habt ihr beide gesehen, merkt euch die auf jeden Fall für später, denn da gibt es noch eine kleine Sache, die ich mit euch vorhab. Nummer 3 sind die Air Force One Off-White, sieht man hier, Volt Socks. Auf den ersten Blick auch wieder sehr gut vom Matchy her. Ich habe am Anfang auch überlegt, was diese Nähte hier sollen, aber dann habe ich auch verstanden, weil man das ja im Endeffekt auf dem Schuh genauso sieht. Zwar reversed, halt, dass die Nähte hier neonfarben sind und der Swoosh schwarz. Und hier sind die Socken halt neonfarben und die Nähte schwarz. Finde ich aber jetzt gar nicht so schlimm, ist halt sehr simpel. Hier oben sind noch so Sterne, wo ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau weiß, warum die da sind, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, weil die relativ dezent sind. Die ziehen wir jetzt einfach mal an. Das Grün sieht auf den ersten Blick sehr passend aus, ist natürlich bei Neon immer ein bisschen schwierig, den gleichen Ton zu treffen. Wie ihr seht, der Schuh ist auch schon ganz schön gerockt. Ich liebe den halt einfach. Und jetzt ziehen wir einfach erstmal die Socken an, bevor ich hier ausschweife. Und dann guckt ihr euch da nochmal die Details an und dann schauen wir mal weiter, wie das jetzt so aussieht. Last but not least, jetzt haben wir die 3 Socken hier gesehen und jetzt kommt die letzte Socke, die wahrscheinlich am ehesten zu erkennbar ist, was auf den Schuh gehört, nämlich die Wave Runner Socken, die auch, glaube ich, von der Verarbeitung bzw. vom Aufwand der Details mit am kreativsten sind, sage ich mal. Gefallen mir jetzt auf den ersten Blick auch neben den Wotherspoon Socks mit am besten. Hier seht ihr es nochmal, hier ist der Schuh, die Parallelen erkennt man, glaube ich. Ist natürlich auch mein liebster 700er von Adidas, der OG noch, also das ist jetzt auch nicht der Re-Release. Ich hatte den damals schon, war super happy, das war auch glaube ich so mit der erste klobigere, aka Dad-Schuh, den ich hatte. Socken dazu passen perfekt, meiner Meinung nach, zumindest vom ersten Eindruck, die ziehe ich jetzt mal an und schauen wir uns das gemeinsam an. So Freunde, jetzt habt ihr alle 4 Socken gesehen, Wave Runner, Tom Sachs, Volt Air Force und Wotherspoon. Jetzt seid ihr gefragt, ich habe es ja vorhin schon angekündigt, es gibt noch eine kleine Überraschung. Nämlich könnt ihr diese 4 Socken in einem großen Paket gewinnen. Ich werde nicht ein Paket, falsch. Ich werde 2 Pakete mit jeweils diesen 4 Socken für die Schuhe verlosen an euch. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr guckt euch jetzt nochmal alles in Zusammenfassung an, die 4 Fits mit den 4 Socken, mit den Schuhen und wählt einfach euren persönlichen Favoriten aus, den ihr dann einfach hier unten in die Kommentare schreibt. Also schreibt am besten dann einfach sowas wie, wenn euch der Sean Wotherspoon am besten gefallen hat, ja, Sean Wotherspoon Socks ist mein Favorit und damit macht ihr automatisch bei dem Gewinnspiel mit. Und unter allen Leuten, die einen Kommentar schreiben, hier unter das YouTube-Video, wähle ich dann 2 Leute aus, die jeweils dieses Sockenpaket gewinnen werden. Finde ich ganz cool, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Unabhängig davon, guckt euch auf Soul Socks um. Da gibt es noch ein paar mehr Socken, gibt es auch zu den Off-White Jordans noch ein paar Socken und ein paar allgemeine Sachen. Wie gesagt, finde ich ganz cool das Projekt und ich will auch gar nicht sagen, dass es irgendwie sowas noch nicht vorher gab. Das mag schon alles sein.
Aber ich habe nun mal das erste Mal jetzt von diesen Socken erfahren, beziehungsweise diese in der Form gesehen und finde das Projekt sehr cool, weil sie halt wirklich auch allesamt perfekt, fast perfekt, nicht allesamt perfekt, aber so gut wie perfekt zu den Schuhen auch passen. Mein persönlicher Favorit, oder ich habe beziehungsweise zwei Favoriten, sind einmal der Tom Sachs und einmal der Sean Wotherspoon. Die haben mir jetzt am besten gefallen am Fuß. Genau, soweit hätten wir es. Denkt dran, Gewinnspielteilnahme, kommentiert einfach hier unter dem YouTube-Video, welches euer Favorit ist, welche Socken-Sneaker-Kombination und schon seid ihr mit dabei. Wenn ihr sonst irgendwas kommentieren wollt, Anregungen, Fragen oder Kritik habt, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nächste Woche wird es dann schon das nächste geben. Ich bin jetzt erstmal raus für heute und wünsche euch noch einen schönen, warmen, sonnigen Tag.